Stellen Sie sich einen universellen Geschwindigkeitswettbewerb vor, der hier auf der Erde beginnt und sich bis an die Enden des Universums erstreckt. Wer wäre der unangefochtene Speed Champion? Beginnen wir auf der Erde und veranstalten einen Wettbewerb der Dinge, die wir wissen, um herauszufinden, wer sich im Universum am schnellsten bewegt und ob jemand die Lichtgeschwindigkeit erreicht oder zumindest annähernd erreicht. Am Anfang steht das Seepferdchen, das langsamste Tier der Welt, mit einer Höchstgeschwindigkeit von gerade mal 0,4 cm pro Sekunde. Diese anmutigen Wesen hängen die meiste Zeit mit ihren Schwänzen am Seegras und lassen sich lieber tragen. Weg durch die Strömung, ein wenig vorankommend, finden wir Landschnecken. Diese ausdauernden Weichtiere kriechen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4 Metern pro Stunde über unebenes Gelände. Als wir aus dem Meer in den Regenwald kommen, stoßen wir auf das für seine Langsamkeit bekannte Faultier. Dieses Säugetier hängt im Allgemeinen lieber in Bäumen und bewegt sich mit beneidenswerter Ruhe. Was ist mit uns Menschen? Unsere durchschnittliche Gehgeschwindigkeit liegt bei etwa 5 Kilometern pro Stunde, aber beim Laufen können wir 30 Kilometer pro Stunde erreichen. Weltrekordhalter Usain Bolt steigerte diesen Wert bei seinem historischen 100-Meter-Lauf in 9 Kommas auf unglaubliche 44 Kilometer pro Stunde, 58 Sekunden. Aber prahlen wir nicht zu sehr. Eine Hauskatze kann uns leicht übertreffen und auf kurzen Strecken 48 Stundenkilometer erreichen. Und wenn Sie das beeindruckend finden, der braune Hase lässt sogar die Raubkatzen hinter sich und rast mit 70 Stundenkilometern. Seine kräftigen Hinterbeine sorgen nicht nur für eine schnelle Beschleunigung, sondern ermöglichen auch plötzliche Richtungswechsel ohne Geschwindigkeitsverlust, eine entscheidende Fähigkeit, seinen Raubtieren zu entkommen. Und um das Ganze noch absurder zu machen, haben wir das Gnus, das aufgrund seines einzigartigen Aussehens, das einer Kuh und einem Pferd ähnelt, auch als Ochsenpferd bekannt. Lassen Sie sich nicht von ihrem robusten Aussehen täuschen. Diese Tiere sind wahre Sprinter und erreichen beeindruckende 80 Meilen pro Stunde. Aber warten Sie! Gibt diejenigen, die noch schneller sind. Die Dackerantilope kann mit ihrem leichten und beweglichen Körper unglaubliche 90 Kilometer pro Stunde erreichen. Diese außergewöhnliche Geschwindigkeit ist seine Hauptverteidigung gegen Raubtiere und ermöglicht ihm die Flucht mit schnellen Beschleunigungen und plötzlichen Richtungsänderungen. Und für diejenigen unter Ihnen, die es bis hierher geschafft haben, präsentiere ich den unangefochtenen Champion der Landgeschwindigkeit, der Gepard. Diese große, dünne Katze ist ein wahres Meisterwerk der Evolution, wenn es um Geschwindigkeit geht. Mit einer Geschwindigkeit von erstaunlichen 130 Kilometern pro Stunde kann der Gepard 100 Meter in nur 3,2 Sekunden zurücklegen und selbst den schnellsten menschlichen Olympioniken hinter sich lassen. Das Geheimnis seiner Geschwindigkeit hängt mit seiner Körperstruktur zusammen. Eines davon ist seine äußerst flexible Wirbelsäule, die als riesige Feder fungiert und das Tier vorwärts treibt. Diese phänomenale Geschwindigkeit hat jedoch ihren Preis. Der Gepard kann seine Höchstgeschwindigkeit nur etwa 300 bis 400 Meter lang halten. Wenn wir unseren Blick zum Himmel richten, finden wir den Wanderfalken, den schnellsten aller Vögel. Im Sturzflug erreicht dieses geflügelte Raubtier eine erstaunliche Geschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde. Um es ins rechte Licht zu rücken, es ist schneller als die meisten Formel-1-Autos. Sehen wir uns nun an, wie menschliche Schöpfungen im Vergleich zu diesen Naturwundern abschneiden. Da sind zunächst die Personenkraftwagen. Auf den meisten Autobahnen gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 Kilometern pro Stunde, eine Geschwindigkeit, um die viele Tiere beneiden würden. Zweitens, Hochgeschwindigkeitszüge. Der Zug der Jinghu-Linie in China hält den kommerziellen Geschwindigkeitsrekord und erreicht beeindruckende 486 Kilometer pro Stunde. Stellen Sie sich vor, Sie durchqueren ein ganzes Land in der Zeit, die Sie brauchen, um einen Film anzusehen. Drittens ist der Bloodhound LSR, dieses britische Überschallauto, ein Wunder der Technik. Ausgestattet mit einem Strahltriebwerk eines Eurofighter Typhoon-Jagdflugzeugs und einem Raketentriebwerk kann dieses Landfahrzeug eine unglaubliche Geschwindigkeit von 1678 Kilometern pro Stunde erreichen. Das ist ein 5-fache Schallgeschwindigkeit. Um diese Geschwindigkeit ins rechte Licht zu rücken. Die Schallgeschwindigkeit beträgt auf Meereshöhe etwa 1235 Kilometer pro Stunde. Bei ihrer Höchstgeschwindigkeit könnte die Bloodhound LSR in etwa 585 Stunden von Berlin nach München reisen. Kilometer pro Stunde, 5 Kilometer pro Stunde, in weniger als 30 Minuten. Ist wichtig zu beachten,
dass dieses Auto keinen praktischen Wert hat, sondern nur dazu dient, den Weltrekord für das schnellste Auto der Welt zu brechen. Auf dem Weg ins All beginnen wir mit der X-43A der NASA, einem Wunderwerk der Luft- und Raumfahrttechnik. Dieses unbemannte Luftfahrzeug kann eine unglaubliche Geschwindigkeit von 11.265.000 Kilometern erreichen. Diese Hyperschallgeschwindigkeit ist entscheidend für den Fortschritt der Raumfahrt und stellt einen Quantensprung in unserer Fähigkeit dar, das Universum zu erkunden. Apropos Universum. Wussten Sie, dass wir ständig in Bewegung sind, auch wenn wir still sind? Die Erde dreht sich mit etwa 1670 Kilometern pro Stunde um ihre Achse und gleichzeitig umkreist unser Planet am Äquator die Sonne mit erstaunlichen 107.000 Kilometern pro Stunde. Wir spüren diese halsbrecherischen Geschwindigkeiten aufgrund der Schwerkraft und der Relativbewegung nicht. Aber das ist erst der Anfang. Apollo 10, eine historische bemannte Mission, erreichte eine unglaubliche Geschwindigkeit von 39,897 Kilometern pro Stunde und stellte damit den Geschwindigkeitsrekord für ein bemanntes Raumschiff auf. Diese bemerkenswerte Leistung ebnete dem Menschen den Weg zum Mond. Wenn wir unsere Perspektive über das Sonnensystem hinaus erweitern, stellen wir fest, dass sich die Andromeda-Galaxie, unser kosmischer Nachbar, der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von 400.000 Kilometern nähert. Trotz dieser Geschwindigkeit wird es aufgrund der immensen Entfernungen erst in 4,5 Milliarden Jahren zu einer Kollision zwischen den beiden Galaxien kommen. Kürzlich entdeckten Astronomen US 700 einen superschnellen Stern, der sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 4,2 Millionen Kilometern pro Stunde bewegt. Dieses Himmelsobjekt ist jedoch eines der schnellsten, die jemals in unserer Galaxie beobachtet wurden. Das Licht mit 299.792 Kilometern pro Sekunde unterwegs. Licht legt die maximale bekannte Geschwindigkeitsbegrenzung im Universum fest. Es ist so schnell, dass es die Erde in nur einer Sekunde 7,5 umkreisen könnte. Interessanterweise stellt die von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagte Expansion des Universums ein faszinierendes Phänomen dar. Sehr weit entfernte Galaxien scheinen sich mit größerer Geschwindigkeit als Licht von uns zu entfernen. Dies verstößt nicht gegen die Gesetze der Physik, da es sich nicht um eine Bewegung durch den Raum, sondern um eine Ausdehnung des Raums selbst handelt. Schließlich betreten wir den Bereich der theoretischen Physik mit dem Konzept der Tachyonen, hypothetischen Teilchen, die sich immer schneller als Licht bewegen würden. Obwohl sie rein theoretisch und ohne Beweise für ihre Existenz sind, stellen Tachyonen unser Verständnis von Zeit und Raum in Frage. Einige Wissenschaftler spekulieren, dass sie, wenn es sie gäbe, Zeitreisen ermöglichen könnten. Und um Ihr Verständnis des Universums weiter zu vertiefen, empfehle ich Ihnen dringend, sich dieses Video hier anzusehen. Dieses Video rundet das, was wir in diesem Video besprochen haben, perfekt ab. Vergessen Sie nicht, Ihr Like zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.